Letztes Spiel in der Gruppenphase, Sporting Lissabon. Wir sind weiter, Sporting ist schon ausgeschieden, die können nicht mehr weiterkommen. Die können aber noch auf Platz 3 vorstoßen, denn Real und Zagreb spielen im Parallelspiel. Die machen den zweiten Platz unter sich aus. Zagreb hat den Vorteil. Zagreb ist Zweiter, wenn die ein Remis holen, sind die weiter. Und Real spielt dann, wenn Sporting heute nicht gewinnt, nur in der Euroleague und im schlimmsten Fall gar nicht. Also ist noch eine Menge Brisanz drin hier im letzten Spiel. Ich freue mich. Ein letztes Mal für Sporting die Hymne und dann geht's rein mit, ja, einer B11 heute. Habe ich ja schon angedroht, weil wir im nächsten Bundesligaspiel gegen die Bayern spielen. Ja, der deutsche Klassiker, geht's um die Meisterschaft. Das ist für mich, ja, wichtiger. Das hier heute ist auch nicht so weit unwichtig, aber genau. Ich zeige euch mal kurz die Truppe. Und zwar haben wir bis auf Kobel und Cavallo und Bellingham überall neue Spieler. Caboret, junges Innenverteidiger-Duo heute mit Silva und Koulibaly, Bessay. Dann vorne Ryan Kent, Lindström, der wieder fit ist. Ansgar Knauf auf der rechten Seite und Pedersen. Das ist der neue Isländer, der Nachwuchsstürmer, den ich heute ja einfach mal reingeworfen habe. Ja, ich wollte Skamaka und dann habe ich mir so überlegt, komm, Pedersen, warum nicht? Hast du gerade hochgeholt. Schauen wir mal, wie er sich macht. Und das ist halt heute so ein Spiel, da kannst du das auch mal machen. Also den hätte ich jetzt nicht reingeworfen, wenn es hier noch um was gehen würde. Wenn wir noch nicht sicher weiter wären. Da ist er, erste Chance für eben jeden Pedersen. Das wäre natürlich die Geschichte gewesen. Ausgerechnet er, erste Aktion in seiner Profikarriere. Und dann schießt er uns fast hier 1:0 in Führung. Ich mache auch mal 4-2-3-1 heute. Versuche das mal wieder, weil Sporting mit ihrer 5er-Kette, das ist die Ausgangslage oben, links. Zagreb auf 2, Real auf 3. Und Sporting, die könnten, wenn sie gewinnen und Real verliert, könnten die auch noch Euroleague spielen. Also es ist heute noch was drin. Für 3 Mannschaften. Für uns, wir sind schon weiter. Entweder als Erster oder als Zweiter. Aber Real, da bin ich mal gespannt. Was die zeigen. Achtung, Sporting kommt. Mit der ersten Chance. Bessay unten. Die sind uns im Hinspiel ganz schön auf die Nerven gegangen. Haben dann in letzter Sekunde noch das 1:1 gemacht. Und die wollen natürlich die kleine Chance, die sie haben, noch irgendwie versuchen zu nutzen. Ecke kommt. Alles Knauf kommt nicht ran. Aber der Kopfball dann Gott sei Dank nicht so gefährlich, dass wir uns da hätten Sorgen machen müssen. So, Lindström. Das erste Mal heute wieder nach seiner Verletzung. Spielt auch hinter den Spitzen, hinter der Spitze. Hat er sonst immer auf der Außenbahn gespielt. Da spielt aber heute Ansgar Knauf. Ryan Kent, schöne Drehung. Lindström. Lindström! Und das 1:0. Nach einer Viertelstunde. Das ist doch mal ein perfektes Comeback für ihn. So kann man sich zurückmelden auf dem Platz. Und ich habe jetzt ein echtes Luxusproblem. Adeyemi oder Lindström oder beide. Da muss aber irgendein anderer weichen. Aber das war ein schönes Tor. Da stand Pedersen auch irgendwo in der Nähe. Ne? Der Isländer mit dem Dänen vorne zusammen. Das kann, glaube ich, ganz gut werden. Jesper Lindström. Ich glaube, sein erstes Tor. Ne, drittes Tor schon im 4. Spiel. Also es läuft alles so in seine Bahn. Es wird, wie gesagt, auf das Spiel Real gegen Zagreb hinauslaufen. Das hätte ich nicht gedacht. Das wäre eine große Überraschung. Natürlich, wenn Real ausscheidet. Aber auf der anderen Seite ist es Barca auch schon passiert. Koulibaly gut dazwischen gegangen. Nicht nachgesetzt. Müsste Abseits sein. Jawohl. Denen ist das auch schon passiert. Also Euroleague und spanische Mannschaften. Schauen wir mal. Und die nächste Chance. Schnell nach vorne gespielt. Ryan Kent. Kann er sich da durchsetzen? Nee. Ist auch bislang ein bisschen anders als im Hinspiel. Im Hinspiel, da haben die wirklich die Räume richtig schön eng gemacht. Richtig dicht. Da hatten wir wirklich große Schwierigkeiten. Aber bislang ist das genau andersrum.
Dann war Pedersen, Knauf, Bellingham, das ist richtig schön gespielt und wieder Lindström. Schade. Also Pedersen bislang von dem, was er so gezeigt hat. Gut, das sind jetzt gerade mal in-game 22 Minuten, da kann man noch nicht so viel sagen. Oh, Carvalho mit der Ecke, warum nicht? Kriegt nochmal die Chance, Pedersen. Mal gucken, wie gut er zirkeln kann. Pedersen, ja. Der hat auch ein hohes Potenzial. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Den würde ich mir mal merken, Ryan Kent. Und den beobachte ich mal, auch wenn ich nicht mal bei Dortmund bin, was so aus dem wird. Carvalho diesmal bessere Ecke. Pedersen. Jetzt haben wir ja zwei auf dem Platz, sehe ich gerade. Einen mit T, einen mit D. Bessie und Carvalho. Und dann spielen wir das erstmal hinten rum. Wir bauen wieder auf über die andere Seite. Oh, nee, da nicht. Das ist nicht die andere Seite gewesen. Edwards, Tomasch, Achtung. Und Koulibaly steht auch richtig. Und jetzt die Chance vielleicht für Pedersen, da ist er. Angespielt von Lindström. Schnell ist er auch noch. Pedersen, das ist die Chance auf sein erstes Profitor. Das wäre es natürlich gewesen. Schade, aber einen guten Laufweg. Langsam ist er auch nicht. Hält die Bälle auch ganz gut bislang. Der scheint auch nicht so klein zu sein. Muss ich gleich mal gucken in der Halbzeit, was der für eine Größe hat. Also sieht bislang sehr, sehr ordentlich aus von ihm. Ist ein sehr, sehr vielversprechendes Debüt, aber Achtung. Lissabon kommt. Lissabon kommt und Kobel ist da. Ist eine sehr schöne Partie. Doch, gefällt mir. So haben auch mal die anderen wieder die Chance, sich zu zeigen, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, sich dann zu verstärken. Gerade bei Silva und bei Koulibaly, das sind so zwei Hoffnungsträger dann in der Innenverteidigung. Die werden dann auch irgendwann in den nächsten Jahren ihren Weg machen und den nächsten Schritt gehen. Achtung, wieder Kobel. Und Edwards müsste das gewesen sein. So ist es auch. Eckberg kommt rein. Achtung, aber Kobel nach wie vor sehr, sehr sicher. Und wenn es jetzt schnell geht, wenn wir unten Pedersen angespielt kriegen. Nee, das war zu schnell. Da hätte ich vorher mal gucken müssen. Aber Carvalho, wie eh und je, der zusammen mit Jude Bellingham hier wirklich, glaube ich, eines der besten Sechser-Duos. Richtig gut gemacht. Und nächste Chance. Ach, Kent, schade. Lindström wäre in der Mitte frei gewesen. Und vorne der Pedersen, das habe ich so im Gefühl und die Hoffnung, dass er doch noch treffen wird. Deswegen lasse ich den auf jeden Fall dann nochmal auf dem Spielfeld. Achtung, Sporting. Aber Freischuss für uns jetzt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Weil der in die andere Richtung gezeigt hat. So, nochmal. Vielleicht ein Angriff vor der Pause. Bessie kommt unten mit. Porro rückt ein. Aber das kriegen sie nicht verteidigt. Wieder Bessie und jetzt Pedersen. Lässt sich fallen. Nächste Chance Pedersen. Ja, der Junge arbeitet an seinem ersten Tor. Und das wird früher oder später fallen. Zur Not lassen wir den, wenn es einen Elfmeter gibt, den schießen. Führung zur Pause. Für uns gut. Wir bleiben dann Gruppenerster, hätten dann das erste Spiel auswärts. Aber gut, seitdem jetzt die neue Auswärtstorregel ist das ja eh uninteressant. So, wo ist hier unsere Gruppe? Real. Müssen wir ein bisschen weiter nach unten scrollen. Und Zagreb führt tatsächlich bei Real Madrid. Also die Überraschung, die kommt ein großes Stück näher. Dass Real Madrid aus der Champions League Gruppenphase ausscheidet. Ja, 1,85. Ist eine gute Größe. So groß wie ich ungefähr. So leicht wie ich. Aber 10 Jahre jünger als ich. 5 Sterne Spezialbewegung. Okay. Also so eine Art Ronaldinho Regent. Nein, natürlich nicht. Also es wird ein guter. Der wird wahrscheinlich nicht über 90 oder vielleicht mal gucken. Je nachdem, wie man den trainiert. Ich glaube, der könnte so an die 90 kriegen. Und würde sich dann in die isländischen Geschichtsbücher eintragen. Und genau das macht ja auch Spaß, ne? Wenn du so eine Mannschaft wie Island, wenn du da extra nach Spielern suchst und die dann entwickelst und die Nationalmannschaft dann stärker wird, besser wird. Das macht dann richtig Spaß und ja, mal gucken beim nächsten großen Turnier. Das müsste dann die Weltmeisterschaft sein. Weltmeisterschaft 2026.
Gut, ist ja egal. Schauen wir nach dem Spiel. Da haben wir dann mehr Zeit für. Aber Zagreb und Real, das ist natürlich ein Hammer. Na gut, nächste Chance. Pedersen, schöner Ball, auch wenn der jetzt zu lang ist. Aber der hat gute Anlagen. Doch, der gefällt mir gut. Sehr, sehr schön, dass wir den hochgezogen haben. Der macht ein richtig gutes Spiel. Und vielleicht belohnt er sich ja noch. Lindström, nächste Chance. Da ist er wieder. Pedersen, aber abseits. Der hat irgendwie kaum Probleme, irgendwie den Ball so ein bisschen zu kontrollieren. Ja, aber abseits. Also bei so jungen Leuten hast du ja am Anfang, siehst du ja auch, ne? Die sind ein bisschen behäbiger. Da verspringt noch oft der Ball. Das habe ich bei dem jetzt so gar nicht im Gefühl. Also bislang jeden Ball, den er so bekommen hat. Sehr gute Ballführung. Enge Ballführung. Bislang sehr, sehr gut. Und jetzt vielleicht mit der nächsten Chance. Knauf. Aber abseits, glaube ich. Oder doch nicht. Nee, war kein Abseits. Schön gespielt von Bellingham. Schade, hätte Adan keinen Stich gesehen. Tja, und die Chance lebt jetzt halt für Sporting. Ne? Dadurch, dass Real hinten liegt, brauchen die auch nur einen Sieg. Oder ein Remis, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber, nee, ein Remis würde reichen, weil Real hat auch 3 Punkte. Zagreb hat 6, Real hat auch 3. Ja, holt den Taschenrechner raus am besten. Bei jedem Ergebnis muss da neu gerechnet werden. Achtung, kein Abseits. Und jetzt die Chance. Aber Caboret. Auch unaufgeregt, ja, unscheinbar, aber auch heute wieder mit einer richtig guten Leistung. Auch noch ein junger Mann, auch noch mit viel Entwicklungspotenzial. Also, die werden alle ihren Weg machen. Achtung. Und Silva macht das auch ganz gut. So, nächste Chance. Lindström. Die beiden Nordeuropäer vielleicht im Zusammenspiel. Das könnte klappen. Pedersen, guckt euch das an. Richtig gute Ballführung. Ja, und er hat, wie gesagt, mit so jungen Jahren schon so hohe Anlagen. Da hat unser Scout echt, ja, mal seinen Job gut gemacht. Einen guten, richtigen Riecher gehabt, dass er uns den mit reingegeben hat in die Liste. Lindström will schon wieder den Ball haben. Der kriegt den Ball. Und die nächste Chance. Ein bisschen Scheiben schießen jetzt hier, aber Cavallo schießt nicht die Ecken. Kann der Ecken schießen? Probieren wir mal. Pedersen. Ja, guter Schnitt. Bellingham. Warum nicht? Die Ecke hat er mal gut geschlagen. Ja, kriegt nicht so richtig Druck hinter, aber nächste Chance. Mit jeder guten Chance halten wir Sporting weiter vom Tor weg. Vom 1-1. Und so ein 1-0 reicht halt auch. Dann gegen die Bayern bin ich gespannt, ob das große Auswirkungen hat, dass wir heute fast die B11 haben spielen lassen. Aber im Endeffekt glaube ich nicht. Die sind dann ausgeruht, frisch. Und gegen Bayern, das wird halt schon vielleicht so etwas wie eine Vorentscheidung um die Meisterschaft, obwohl es halt noch in der Hinrunde ist und viel zu früh. Aber den Punktevorsprung aufzuholen, wird dann halt auch nicht viel einfacher für die Gegner. Guter Angriff jetzt, Ryan Kent, wo ist er? Pedersen, da unten, aber Knauf kommt vielleicht noch ran. Cavallo, da ist er wieder. Pedersen völlig frei mit dem Außenriss. Und jetzt ist es da und zeitgleich geht Real 2-1 in Führung durch Tchouaméni. Das sei ihm gegönnt. Und ich hatte es irgendwie im Urin und im Gefühl, dass er sich heute belohnt. Sein erstes Profitor und was für ein schönes. Hier von 4-5 Mann, nicht angegriffen, viel zu defensiv. Und die Schusstechnik, die ist halt klasse. Ob da die 5 Sterne Spezialbewegungen mit reinspielen, weiß ich jetzt nicht, aber schönes Tor und das hat er sich verdient. Der Pedersen. Mit seinem ersten Tor und der wird eine große Zukunft haben. Der hat wirklich sehr, sehr gute Anlagen. Das ist, macht schon richtig Spaß und da ist er schon wieder. Pedersen, vielleicht sogar mit seinem Doppelpark. Jetzt wäre es dann auch des Guten zu viel gewesen. Aber warum nicht? Guck mal, wie defensiv Sporting jetzt steht. Das ist ja Wahnsinn. Auf einmal irgendwie, ne? Die riskieren. Gut, aber jetzt da Real führt. Ich glaube, die haben das direkte Duell gegen Zagreb verloren. Von daher bringt das jetzt auch nicht mehr so viel. Vielleicht rettet sich Real doch nochmal so ein bisschen aus der Schlinge. Aber
Es sind noch 10 Minuten und wenn Zagreb da ein Tor macht, dann sind die wieder draußen. Also, schade, dass ich hier keinen Splitscreen habe. Aber ich habe den Pedersen hier gegen Coates. Da kommt er, ja, kommt er vorbei. Hält den Ball. Gegen 2 Mann, das ist richtig stark. Den kann man dann auch mal in der Bundesliga reinwerfen, wenn der schon international hier sich beweist. Warum dann nicht auch in der Bundesliga? Knauf, Lindström, wieder Pedersen. Und ich glaube, der kriegt ein großes Potenzial-Upgrade. So im Sommer spätestens. Ich glaube, der kriegt viele Stärken mit hinzu. Aber den würde ich vielleicht auch noch verleihen. Dann im Winter. Weil wir haben Haller, wir haben Skamaka, Mukoko haben wir auch noch, Adeyemi. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle spielen lassen soll. Lindström, ganz außen, da wäre Knauf gewesen. Das wäre halt ein Kandidat zum Verleihen, wo er dann Spielpraxis sammelt und dann mit einer höheren Bewertung wieder zu uns zurückkommt. Das würde ich eigentlich eher machen. Aber bei den Leistungen, die er hier bringt, Pedersen, das ist ein Doppelpack. Der 17-jährige Isländer. Sorgt hier für Furore. Wahnsinn. 17 Jahre. Doppelpack in der Champions League. Sein allererstes Profispiel. Man kann schon sagen, ein neuer Star ist geboren. Ist noch ein bisschen früh, aber wenn du schon so Leistungen dir zeigst, in deinem ersten Spiel mit 17 Jahren und wie gesagt, der hat auch gut gespielt. Die Bälle gehalten, im Zweikampf sich richtig schlau schon verhalten und somit, ja, der Spieler des Spiels. Mit einem 3:0 geht es hier raus aus der Gruppenphase. Sporting ist Vierter, wir sind auf der 1 und jetzt ist es sehr spannend zu sehen, ob Real es doch noch geschafft hat oder ob Zagreb die Überraschung gelungen ist. Ja, hier kann ich es leider noch nicht nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass Salzburg in Barcelona gewonnen hat. Okay, das ist halt auch eine Überraschung. Hätte man auch nicht unbedingt damit gerechnet. Aber der Mann hier, Christopher Pedersen, Youngster, trifft. Und das Ganze doppelt gegen Sporting. Merkt euch den Namen. In München jetzt. Der erste gegen den zweiten. 5 Punkte. 5 Punkte Unterschied sind es insgesamt. 27,8 Millionen Preisgeld. Das tut uns nur gut. Das tut uns wirklich nur gut. Da sind ein paar interessante Leute auf der Transferliste. Rechte Verteidigerposition und auch woanders. Aktuelles Budget sehr, sehr gut. Obwohl wir haben mehr Ausgaben. Na gut, was willst du dazu sagen? Wir haben halt ein bisschen Geld in die Hand genommen und deswegen haben wir jetzt uns auch vielleicht ein bisschen verschuldet, aber das Geld kommt ja wieder rein. So ist es ja nicht. Also, das wird wirklich schon mit ein entscheidendes Spiel. Wenn die Bayern das gewinnen, sind sie auf 2 Punkte wieder dran. Wolfsburg kann auch auf 5 Punkte wieder rankommen. Die spielen gegen Bochum. Leverkusen kann gegen Augsburg auch wieder oben mitspielen. Also ist es in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel. So, Gruppenphase. Real hat es noch geschafft. Im letzten Spiel gewinnt 2:1 gegen Zagreb. Die spielen weiter in der Euroleague. Hier sind Liverpool und Bayern weiter als Zweiter. Okay. Leipzig und Barcelona. Spurs und Juve. United und Dynamo Kiew. Vielleicht so eine kleine Überraschung. PSG und Inter dagegen nicht, wobei Brügge punktgleich. Wird wahrscheinlich das direkte Duell dann gewesen sein. City und Leverkusen und Atletico und der AC Mailand. Und jetzt warten wir mal gespannt auf unseren Gegner. Sind viele Hammerspiele mit dabei und viele interessante Gegner, aber wir nehmen es mit jedem auf. Ah ja, okay. Bayern, Wolfsburg, Frankfurt. Das sind jetzt die letzten Spiele. 17. Dezember, nee, 17. Spieltag, glaube ich, ne? Das hier müsste 15 sein, 16, 17 und dann ist erstmal Winterpause und dann geht es hier auch, dann geht es gegen Wolfsburg schon wieder los und gegen Bayern. Alles klar, das ist ja verrückt. Schade, dass man halt auch nicht nach dem richtigen Spielplan dann spielt, also dass man die dann am drittletzten und vorletzten Spieltag hat, sondern dass man hier dann gleich wieder reinstartet gegen Wolfsburg auswärts. Okay. Dann DFB-Pokal. Ist schon ausgelost. Du kriegst die Tür nicht zu. Barcelona. Die K.O.-Spiele sind schon ausgelost worden? Warum habe ich das denn gerade nicht gesehen? Wurde da etwa schon wieder gespoilert? Wir gucken mal drauf. Champions League. Wettbewerb wechseln. Kann man auch gar nicht machen. Hier auch die Gruppenphase. Da wurde uns also einiges vorweggenommen. Barcelona ist also jetzt der Gegner in der Champions League. Möchte ich mal gucken, ob man die anderen Spiele sehen kann. Ende Februar, Paarung anzeigen. Oder ist das ein Bug? Ich glaube, da sind sie hier noch nicht ganz so weit. Da sind die im Kalender schon eingetragen. Naja, also, nächstes Spiel gegen Bayern
Spitzenspiel, der deutsche Klassiker. Das wird sehr, sehr geil. Bin ich ganz fest von überzeugt. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.